SAP Analytics Cloud, SAP Datasphere, SAP Managed Data Products, Inside Apps, die Fähigkeiten von Databricks, alles zusammen kombiniert in einer Plattform. Das muss doch ein Gamechanger sein, oder? Mein Name ist Timo, ich bin seit 3 Jahren bei der Valantic, bin hier der Head of Innovation und beschäftige mich jetzt seit 25 Jahren mit Themen rund um SAP-Software, unter anderem Business AI und Business Data Cloud, aber in der Vergangenheit auch Entwicklung, Integration, Business Technology Plattform. Warum ist intelligente Datenintegration gerade jetzt so relevant für Unternehmen? Natürlich ist das Thema künstliche Intelligenz einer der Gründe, warum es gerade jetzt so relevant ist. Das heißt, wenn ich generative künstliche Intelligenz oder künstliche Intelligenz nutzen möchte, dann möchte ich die möglichst mit meiner Datenbasis aus meinem Unternehmen nutzen. Und es bildet die Basis für Nutzung von künstlicher Intelligenz. Das heißt, ich brauche einen Datenlayer im Unternehmen, in dem möglichst alle meine Unternehmensdaten liegen, und dort auf diesem Datenlayer arbeite ich dann mit den Fähigkeiten der künstlichen Intelligenz. SAP hat sich natürlich nicht erst jetzt mit Daten und den Daten aus ihren Softwarelösungen beschäftigt und auch den Daten im Unternehmen, sondern das ging schon Ende der 90er los. Auch im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre hat SAP ein wichtiges Produkt auf den Markt gebracht namens SAP Business Warehouse, was auch sehr populär geworden ist, damals noch als On-Premise-Lösung im eigenen Rechenzentrum. Mittlerweile hat die SAP auch ein Data Warehouse in der Cloud, also namens SAP Datasphere. Das heißt, es ist nicht in Gänze ein neues Thema, aber SAP ist besonders stark im Bereich von strukturierten Daten, die aus den SAP-Softwarelösungen kommen. Aber Unternehmen brauchen natürlich auch eine Lösung, um ihre gesamten unstrukturierten Daten zu halten. Dort war SAP nicht so stark in der Vergangenheit, und genau dort möchte man jetzt mit dem neuen Produkt der SAP Business Data Cloud ansetzen. Das soll ein Datenlayer werden für strukturierte und unstrukturierte Daten, auf denen ich dann arbeiten kann. Wenn es um aktuelle Trends im Bereich der Datenintegration geht, dann sind die großen Softwarehersteller natürlich alle darauf bedacht, die eine Lösung zu schaffen, die als Datenlayer in den Unternehmen verwendet wird. Das heißt, SAP versucht das, aber auch die anderen großen Softwarehersteller versuchen hier quasi die eine zentrale Lösung zur Verfügung zu stellen. Und die SAP hat hier natürlich mit der Business Data Cloud jetzt mal eine Software-as-a-Service-Lösung rausgehauen, die durchaus in der Lage ist, diese eine Lösung zu werden, aber sie ist natürlich nicht alleine auf dem Markt. Und wir müssen jetzt abwarten, wie sich der Markt entwickelt, auch wie das Produkt angenommen wird von den Kunden. Die größten Herausforderungen aktuell sind natürlich, dass zumindest die meisten Unternehmen nicht jetzt erst anfangen, in Lösungen zu investieren. Es gab auch schon lange Zeit Lösungen im Bereich Data Warehouse. Es gab auch Lösungen im Bereich der Datenablage von unstrukturierten Daten wie Lakehouse-Architekturen. Diese Invests will ich natürlich als Unternehmen auch ein Stück weit schützen und will die jetzt in die Zukunft führen. Das heißt, ich möchte den einen Datenlayer schaffen mit den Technologien am besten oder einer Weiterentwicklung der Technologien, in die ich schon investiert habe. Was sind die ersten Schritte? Klar, ich muss mal mit der SAP sprechen, muss sehen, wie ich vielleicht meine bestehenden Investments in Datasphere, in Analytics Cloud oder auch in Business Warehouse jetzt in eine neue Vertragsbasis überführen kann. Überführen heißt, ich muss mich für die Business Data Cloud entscheiden und eben diesen Move meiner bestehenden Lösung in die Business Data Cloud durchführen. Und dann habe ich eine Chance, die Business Data Cloud als einen zentralen Datenlayer, also eine Datengrundlage in meinem Unternehmen aufzubauen. Ja, wie sollten sich Unternehmen strategisch aufstellen? Ganz klar, erstmal muss ich natürlich strategisch vorgehen. Das heißt, ich muss mir eine Strategie überlegen, also sowohl eine Datenstrategie wie vielleicht auch eine KI-Strategie, die bedingen einander. Also ganz großer Mehrwert ist, wenn ich es schaffe, Datensilos aufzubrechen, alles zu konsolidieren in einer Lösung und dann den einen Datenlayer schaffen in meinem Unternehmen, mit dem ich dann arbeiten kann. Das ist das große Ziel hinter dem Produkt und genau so sollte ich auch vorgehen. Es macht keinen Sinn, in 2 weitere Produkte zu investieren und irgendwo überall einen Teil meiner Daten liegen zu haben, sondern ich brauche diese eine zentrale Stelle.
Wenn man jetzt mal schaut, wie die Lösung aufgesetzt ist. Ich habe einen eigenen Object Store, in dem sind SAP Managed Data Products. Das ist eine gute Grundlage, mit allen Daten aus meinen verschiedenen SAP-Lösungen zu arbeiten. Das heißt, die SAP trägt die Verantwortung für die Datenprodukte, trägt auch die Verantwortung, dass aus den verschiedenen Software-as-a-Service-Lösungen der SAP die Daten in diese Datenprodukte in der BDC wandern. Aber dieses in diese Datenprodukte der BDC wandern ist genau das Thema. Das heißt, es wird repliziert. Der nächste Schritt, logische Schritt aus meiner Sicht ist, dass die SAP diese Replikation aufhebt. Wie schafft sie das? Indem sie ihre Software-as-a-Service-Lösungen wie SuccessFactors, S/4HANA Public Cloud verändert. Auch die ganzen kleineren Industry-Cloud-Lösungen der SAP müssen verändert werden. Und zwar dahingehend, dass ich in diesen Lösungen eigentlich nur noch ein User-Interface habe, eine Applikationsschicht, wo bestimmte Logik arbeitet, aber die Persistenzschicht, also die Datenbank unter den Lösungen, die muss ich eigentlich in die BDC übergeben. Das heißt, quasi, ich habe jede Software-as-a-Service-Lösung, die ich subskribiere von der SAP, hat keinen eigenen Datenlayer mehr, sondern der Datenlayer liegt in der BDC. Also ich kriege immer die BDC mit ausgeliefert bei jeder Subskribierung einer SAP-Lösung. Die ganze Integration würde anders aussehen, wenn ich in einem Datenlayer alle Daten liegen habe und nur den Zugriff weitergebe auf diese Daten. Nachhaltigkeitsaspekte spielen eine Riesenrolle. Ich habe die Daten physisch nur noch an einer Stelle liegen. Ich habe einen viel kleineren Datenfußabdruck und das ist eigentlich der Weg, wo die Reise hingehen sollte aus meiner Sicht und eigentlich hingehen muss. Ob wir das in den nächsten 5 Jahren schaffen, weiß ich noch nicht, aber das wäre so mein Blick in die Glaskugel. Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, dann meldet euch an zu unserem Webinar, die SAP Business Data Cloud Game Changer oder alter Wein in neuen Schläuchen. Wenn euch das Video gefallen hat, schaut auch die anderen Folgen unserer Trendtalk-Reihe.